Ein Erfolgsmodell von Kia, der Kia Ceed SW. Ja, SW steht für Station Wagon, ich gucke mal gerade. Sportswagen, ja, es könnte auch Station Wagon heißen, aber es heißt Sportswagen, bedeutet ein Kombi. Das ist ein Kombi, klassischer Kombi mit viel Platz im Kofferraum und die Sitzposition ist nicht ganz so hoch wie beim SUV, aber hat eben auch mit relativ langem Radstand, sehr komfortabel, sehr agil vom Fahren her. So, ich zeige es mal gerade komplett, das Auto, das man mal sieht. So ist es komplett. Ich habe also einen ausgewachsenen Kombi, der sehr, sehr viel Platz bietet für eine ganze Familie. Was sind denn so typische Zielgruppen, die das Auto kaufen? Also hier kann man keine Zielgruppe definieren. Es gibt, sage ich mal, junge Menschen, die sportbegeistert sind, die ein bisschen Kofferraum brauchen. Handwerker. Die Handwerker, die Familie, ältere Herrschaften. Also das Fahrzeug möchte hier alle Altersklassen abdecken. Die Hundebesitzer. Du selbst hast einen Hund, oder? Ja, klar. Was hast du für einen Hund? Ein Mischling. Ein Mischling, gut. Ich lasse das mal so stehen. Ich habe mal eine Kia Ceed, groß, klein, mittel, ist der Hund? Der ist mittel. Also da braucht man dann schon ein Auto. Ich habe 2 kleine Windhunde, muss man dazu sagen. Also da bin ich immer froh über Stauraum. Wie er hier steht, ja, ist er für 23.650 €. Der Netto-Darlehensbetrag hier bei dem wäre 22.150 €. Und ja, Sie können das Auto haben für 23.650 €. Die CO2-Effizienz hier ist B. Das heißt, das Auto ist recht sparsam, ist im grünen Bereich und hat einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 5,6 Litern, wo aber Tobias immer sagt, na rechnen Sie mal einen halben Liter oder einen Liter vielleicht mal drauf, wenn man nicht gerade der sparsamste King ist, muss man sagen. Also ich sag mal so realistisch, 6,5 Liter, das geht, oder? Ja, absolut. Ohne, dass man sich großartig anstrengt. Prima. Ja, das ist vor Jahren quasi undenkbar gewesen. Also ein Benziner mit der Ausstattung, dem Gewicht und allem drum und dran, vor 10, 15 Jahren, da haben die richtig gesoffen noch, oder? Da hat sich unheimlich viel getan. Es ist ja auch abhängig von der Gesetzeslage. Die Schadstoffgrenzwerte sind in den letzten Jahren immer weiter verschärft worden. Also die Hersteller mussten was machen. Und ja, die neuen Motoren sind halt eben schon im Vergleich bei gleicher Leistung deutlich sparsamer wie früher. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, Tobias, mal vorne aufmachst, denn das Thema Leistung ist immer so eine Geschichte. Ich habe hier ein relativ preiswertes Auto, muss man sagen, aber mit einer ganz großen Ausstattung. Es hat sogar eine Alarmanlage mit drin, oder? Ja. Zeige ich mal gerade. Ja, der Kollege hat nämlich gerade mal einen Schlüssel organisiert. Wenn du mal einen Schlüssel holst, dann haben wir nämlich mal Motor. Das heißt, der war jetzt abgesperrt und Fenster war offen, sobald ich dann in den Innenraum reingreife. Ach, da hat eine Alarmanlage mit drin? Der hat eine Alarmanlage mit drin. Ja. So, sogar mit Sensor? Mit Sensor, mit Innenraumüberwachung. Und wenn der Kollege dann hier reingreift, geht halt eben die Alarmanlage los. Hat man das Auto vorab entriegelt mit dem Schlüssel, wäre die natürlich ausgeblieben. So. 1,4 Liter Turbo, der hat 4 Zylinder? Ja, das ist eine Besonderheit. Ich meine, der Trend geht ja irgendwo im Motorenbau hin zu immer kleineren Motoren, zum Teil auch mit 3 Zylindern. Der hier hat tatsächlich 4 Zylinder, ist auch mit 1400 Kubik nicht ganz so klein geraten und hat halt eben 140 PS Leistung. Das ist ein sehr angenehmer Motor, sehr drehmomentstark und passt halt eben von der Charakteristik hervorragend zu so einem Kombi. Haben die Turbomotoren, also ich selber habe ein Audi A4 Avant mal ausprobiert, war ganz überrascht. Das war übrigens das Auto, was mir laufend irgendwelche Knöllchen beschert hat, weil die fahren vom Drehmomentverlauf wie ein Diesel, muss man sagen. Also ich hatte eher das Gefühl, der geht noch mehr ab wie ein Diesel, also vom Drehmomentverlauf her. Der Turbo hat kein spürbares Turboloch in dem Sinn. Nein, also die neueren Turbolader sind halt eben, ist das Turboloch kaum noch spürbar. Das ist sehr gleichmäßig von der Leistung. Ich war überrascht, also dass die neuen Motoren, also die Turbolader drin haben, das ist eine sehr kräftige Leistungsentfaltung. Das nicht so, die kommt nicht so brachial spürbar, sondern die geht gleichmäßig. Genau, das ist der Punkt. Man hat früher halt eben vielleicht in der Leistungsklasse hat man einen Motor gehabt mit 2,5 Liter Hubraum. Mittlerweile sind es noch 1,4 Liter Hubraum und der Turbolader verringert halt eben diesen Effekt durch den Wegfall des Hubraums, wird halt eben das Drehmoment durch den Turbolader im unteren Drehzahlbereich früher zur Verfügung gestellt. Fahrzeuge sind dadurch natürlich auch viel umweltfreundlicher, weil viel mehr Luft zugeführt wird. Der Turbolader drückt Luft rein, ist das richtig? Richtig, der verbessert die Füllung im Zylinder
Und das Ganze führt halt eben dazu, dass mehr Leistung bei niedrigen Drehzahlen schon abgegeben wird. Ja, als die ersten Turbos kamen, da war das ja eine Sensation. Früher hatten ja alle Autos Turboschilder. Ich glaube, bei Opel sind immer noch Turboschilder drauf, ja. Aber ich sag mal, heute sind fast alle Motoren Turbomotoren, ne? Ja, also es gibt in den Kleinwagenbereichen noch unaufgeladene Motoren, aber die meisten anderen haben schon einen Turbolader drauf. Mal schauen, also Platz habe ich satt. Ich habe aber auch zusätzlich einige Fahrerassistenzsysteme hier mit drin. Unter anderem habe ich hier einen Lichtsensor mit drin, der sich darum kümmert, dass das Licht automatisch eingeschaltet wird. Genau, das ist ein Dämmerungssensor, der erkennt halt eben, wenn es dunkel wird und schaltet von allein das Licht an. So, wenn du mal so lieb bist, Tobias, mal auch machst. Denn Serie bei euch ist unter anderem ein Spurhalteassistent, der hier mit dabei ist. Ja, es ist in der Ausstattung, wie hier drin jetzt steht, das ist die Ausstattung Vision, schon mit dabei. So, elektrische Fensterheber habe ich mit drin. Ich habe ein Lederlenkrad, das ist auch beheizt. Das ist auch beheizt. Ja, ich habe ein Multifunktionslenkrad, also das muss man deswegen erwähnen, weil das ist nicht Serie immer und ich habe ein großes Display mit drin. Das heißt, hier kann ich also alle Medien abbilden und kann mein Handy auch per Bluetooth koppeln und kann dann auch die Bedienung übers Handy machen. Immer mehr Leute neigen ja dazu, nicht das Navi zu verwenden, sondern Google Maps, oder? Ja, wir haben also hier Android Auto bzw. Apple CarPlay mit drin. Das heißt, wir können die Smartphones mit den gängigen Betriebssystemen per USB-Kabel anschließen und haben dann die Oberfläche des Handys quasi auf dem Bildschirm gespiegelt. Die Reling ist Serie? Die ist Serie, ja. Das heißt, da gibt es Zubehör ohne Ende? Ja, da gibt es Befestigungspunkte. Das heißt, wir können hier diese Querträger drauf montieren und darauf kannst du alles machen, was du transportieren willst. Eine Dachbox, ein Fahrradträger, was weiß ich, ein Kanuträger oder irgendwas. So, und sehr gut für freizeitorientierte Kunden, die halt eben allerlei Sachen durch die Gegend zu fahren haben. Kofferraum, ganz wichtig beim Kombi. er hat einen. Er hat einen und der ist auch richtig gut nutzbar und bietet relativ viel Platz. Ja, ich glaube, das ist eins der Argumente. Er ist lang, aber ich glaube, die Länge ist alles Kofferraum. Das ist Kofferraum, genau. Und das ist halt eben, ich meine, der Trend, klar, der geht halt eben heute hin zu den SUVs, aber beim Kombi spricht halt eben immer noch dafür, dass der Laderaum erstens mal von der Ladehöhe her sehr niedrig ist und halt eben, man hat die Tiefe, man kriegt halt eben wirklich viel rein. Wenn du hier mal kurz aufmachst, hier gibt es so kleine süße Fächer, die aber sehr praktisch sind, die auch sehr tief sind. Das heißt, hier kann ich sogar meinen kleinen Einkauf, zwei Tüten aus dem Globus, gehe ich hier rein. Ja, genau. Da gibt es allerlei Ablagen, ne, wo du nutzen kannst. Du kannst hier überall noch Sachen mit dabei packen. Das hier ist übrigens das Reifenreparaturset. Die gehen immer seltener kaputt. Und diese Sets, die greifen, glaube ich, bei Korngrößen, bei Lochgrößen, die nicht zu groß sind. Wenn ich natürlich die Faust reinstecken kann, dann geht es nicht mehr. Klar, wenn der Reifen großflächig beschädigt ist, weil du irgendwo drüber gefahren bist, er ist geplatzt oder wie auch immer, dann kannst du damit nichts anfangen. Aber wenn es ein Einstich ist durch einen Nagel oder durch eine Schraube, ohne Probleme. Ja, ist mir selber schon passiert, hat auch funktioniert. Musste sogar die ganze Fahrt zurückfahren von Südfrankreich bis hierhin. Soll man ja eigentlich nicht, aber er hat gehalten. Also das funktioniert schon recht gut, muss man sagen. Das funktioniert definitiv. Also wie gesagt, an sich ist es... Man sollte, glaube ich, sofort... zur nächsten Werkstatt. Ja, so ist es. So, aber ich glaube, die Straftat ist schon verjährt, die ich da gemacht habe. Aber es ging nicht anders. Es war nämlich Sonntag und es war ultra Stress und der erhielt. So ist es. Haben die auch ein Reifenkontrollsystem mit dabei? Haben ein passives, sogar ein aktives hier in dem Fall schon mit drin. Also es sind Sensoren im Rad verbaut, die den Luftdruck aktiv messen. Und die funken das dann zum Fahrzeug? Genau, es ist in jedem Ventil ein Sensor integriert, der den Luftdruck überprüft und er meldet sich dann, wenn eben Luftdruck an einem Reif fehlen würde. Also er zeigt keine Füllung, sage ich mal an. Also wir haben kein Display integriert, was hier anzeigt, wie viel Bar ich auf dem Reif habe, meldet sich aber, wenn es zu wenig ist. Ja, hier steht er. Den können Sie haben, nämlich genau diesen hier mit 7 Jahren Garantie. Der ist noch nicht zugelassen? Das ist ein komplettes Neufahrzeug hier in dem Fall, also ohne Zulassung und auch ohne Kilometer. Das ist nämlich deswegen so wichtig, die Garantie beginnt ab Zulassung und 7 Jahre ist übertragbar. Das heißt, wenn ich das Auto später mal verkaufe, nach 4, 5 Jahren, hat der immer noch 2 Jahre Restgarantie. Ja, absolut.
Garantie ist auf den Folgebesitzer übertragbar. Das heißt, wenn ich als Erstkäufer so ein Auto weiterverkaufe, nach 3, 4, 5 Jahren hat der Folgekäufer immer noch den Restanspruch. Voraussetzung ist natürlich, dass die Wartungen entsprechend Herstellervorgabe durchgeführt worden sind. Ja, und da wird ja auch oft gesagt, naja, da macht sich der Kia bei den Wartungen die Taschen voll. Aber es sind ganz normale Wartungsintervalle. Ich glaube, wenn ich mal kurz aufklärst, wie sind die? Also im Fall von diesem Benzinmotor sind 15.000 Kilometer oder 12 Monate zum Ölwechsel und 30.000 Kilometer oder 24 Monate zum Service. Vom Preisniveau her würde ich sagen, es ist ein etwas gleiche Level wie bei Toyota bei uns im Haus. Also wir sind noch weit unter allen deutschen Herstellern. Also ich sage mal, Genau. Ihr macht das jetzt seit 5 Jahren, muss man sagen. Das heißt, ihr habt die 7 Jahre noch gar nicht voll. Wenn ihr die Autos zurückkriegt, könnt ihr auch bedenkenlos die Autos zurücknehmen. Ja? Das heißt, wir holen ja schon noch auch Autos in Zahlungen, die nicht durch uns verkauft worden sind, sondern vor der Zeit, wo wir mit Kia begonnen haben. Die sind ja eben jetzt auch im Zeitraum des Garantieauslaufs. Die werden halt eben auch 7 Jahre alt. Und von daher haben wir auch da die Erfahrung mit. Anderer Punkt zu den Wartungskosten, da gibt es noch eine tolle Sache. Es gibt die Kia Service Flatrate, das heißt, man kann als Kunde so ein Servicepaket abschließen, beispielsweise für 4 Jahre, zahlt einen Einmalbetrag. Beispiel, wie viel ist das ungefähr? Das ist einfach mal je nach Modell zwischen 800 und 1.000 Euro. Und dann hast du für die 4 Jahre alle Wartungen gemäß Herstellervorgabe mit den Wartungsmaterialien schon mit abgedeckt. Öl auch mit drin? Alles mit dabei. Echt? Richtig. Das heißt, so eine Art All-Inclusive-Paket. Besonders interessant natürlich wahrscheinlich für Leute, die, ich sag mal, ganz fixe Kosten bevorzugen. Die sagen, ich will da keine Überraschungen haben, da kann man es direkt mitbuchen. Kann ich das mitleasen, wenn ich das will, oder finanzieren? Das kannst du mitfinanzieren, das kannst du mitleasen, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du es so willst, kannst du dir die Kosten aufs Jahr umlegen. Ich meine, das ist nicht ganz richtig, weil ein Ölwechsel kostet nicht so viel wie eine Inspektion. Aber du kannst dann sagen, bei 1.000 Euro für 4 Jahre bist du irgendwo bei 250 Euro im Jahr an Wartungskosten. Und ich denke, jeder, der Auto fährt, weiß, dass das eigentlich ein relativ fairer Preis ist. Das ist auch entsprechend unabhängig, wie viel ich fahre? Es kommt natürlich immer auf die Vorgaben an, was zuerst erreicht wird. Das heißt, wenn ich die Durchschnittsfahrleistung habe, 15.000 Kilometer im Jahr sind es die 4 Jahre, fahre ich entsprechend mehr, wird es halt eben auf den Kilometern basieren. Das heißt, wenn ich dann die 60.000 Kilometer voll habe. Ja, Fragen über Fragen. Jetzt haben wir das Problem, euer Showroom ist ja geschlossen. Ich gucke mal heute auf die Uhr, was haben wir denn heute, den 3. April 2020. Normalerweise ist der hier mit tausenden Kunden gefüllt tagtäglich. Nee, Spaß beiseite, aber im Moment darf keiner rein, die Türen sind zu. Leider ja, aber wir würden uns natürlich bemühen, die Anliegen unserer Kunden übers Internet oder übers Telefon halt so gut es geht. Es passiert auch laufend, muss man sagen. Das heißt also, wir haben ja viele Videos gedreht, wir drehen jetzt jedes Auto einzeln mal. Das ist quasi ein virtueller Showroom, den wir hier machen, damit die Leute das mal sehen können. Ich meine, wir haben jetzt Frühjahr. Wenn ein Auto kaufen, dann jetzt. Meistens kaufen die jetzt Autos, oder? Ja, ich meine, so eine Krise ist halt eben nicht planbar, so wie wir sie jetzt haben. Aber es ist halt eben so, der interessierte Kunde, der jetzt sagt, er möchte sich Autos angucken, er möchte jetzt irgendwo Informationen haben, dem versuchen wir jetzt halt eben hier mit diesem Drehtermin heute ein bisschen gerecht zu werden, dass er sich die Sachen angucken kann. Und wir sind halt eben auch per Telefon, per E-Mail, per Chatfunktion auf unserer Website erreichbar. Also wir können auch da beraten und weiterhelfen. Ja, hier steht da 23.650 Euro. Da ist Überführung, Zulassung mit drin? Ist alles soweit mit eingerechnet, kommen also keine Extrakosten mehr auf Sie zu. Gut, also nicht noch ein Tausender für die Überführung? Auf keinen Fall. So, super, danke. Ja, Autohaus Klein ist der Name des Unternehmens, Kia-Vertragspartner jetzt im 5. Jahr und ihr habt tatsächlich dieses Jahr rundes Jubiläum insgesamt sogar. Kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Kommt im Feiern gar nicht mehr raus, also, mitten in der Corona-Krise. Wie viele Jahre seid ihr jetzt? Also wir sind letztes Jahr 60 Jahre alt geworden als Autohaus im Gesamten und haben dieses Jahr 2 Jubiläen. Wir feiern 5 Jahre Kia und 40 Jahre Toyota. 40 Jahre Toyota und 5 Jahre Kia und letztes Jahr 60 Jahre. Heute am 3. April 2020. Ja, wenn Sie Lust haben auf diesen Ceed SW, rufen Sie an bei der Firma Autohaus Klein. Danke. Tschüss euch beiden. Tschüss.